Wagniskapital zu und aus. Es ist eine Playliste von Casazzo.vc mit täglichen Welt-Digest Geschäftsmodellen verdeckten Begründungen. Dies ist keine oberflächliche Beobachtung, sondern eine gründliche Analyse der verborgenen Wesens der Transaktionen, ihres Platzes in der Strategie und der subjektiven Motive der Teilnehmer. Tech-Unternehmen werden die realen Quellen von Wagniskapital, die Fortschritte ausländischer Wettbewerber in ihrer Branche und die nicht offensichtlichen Mechanismen ihres exponentiellen Wachstums erlernen. Business Angels und Venture Funds werden sehen, wohin die internationalen Investitionstrends gehen und welche Möglichkeiten bestehen, um ihr eigenes problematisches Portfolio durch Exits ausländischer Käufer zu bereinigen. IT-Spezialisten, Vermarkter und andere angestellte Fachkräfte erlernen Kooperationsmöglichkeiten mit einem ausländischen Champion oder einer Nische, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Korporatives Teammanagement und Investitionsabteilungen werden die realisierbarsten Möglichkeiten zur Kommerzialisierung von Technologien sehen, die ihre Branchen in eine neue digitale Natur verwandeln. KMU-Inhaber werden auf ihrem Weg zur Überwindung der begrenzten lokalen Nachfrage und zur Skalierung ihres Modells auf globale Märkte eine Landschaft von Marktrisiken und Finanzierungsmöglichkeiten sehen. Hallo Deutschland, hallo Österreich, hallo Schweiz. Mein Name ist Michael und heute sprechen wir über eine neue Investition in unsere schwierigen Zeiten. So, im Februar hat eine Investition in RealTech-Bereich stattgefunden und das war ein Startup, das Landing heißt. Landing hatte 20 Millionen Euro als Equity-Kapital bekommen, so direkte Investitionen im Kapital und dazu plus 10 Millionen von Darlehen. Startup Lending beschäftigt sich im Bereich von sogenannten Real Estate und sogenannten PropTech, so Vermietung, Wohnungen für Vermietung. Die Hauptidee von diesem Geschäft ist, eine neue Nische zu finden und eine neue Nische zu begründen, sagen wir so. Auf einer Seite haben wir Hotels und Airbnb-Vorschläge für die Leute, die einen Wohnraum vermieten möchten oder für eine kurze Zeit wohnen möchten. Und auf einer anderen Seite haben wir normale, lange Verträge mit Landlords, Vermietungsverträge für lange Zeiten, 11 Monaten oder ein paar Jahren. So, die Hauptidee von diesem Startup, Landing, ist, dass gibt es andere Qualität von Angeboten, die nicht genug auf dem Markt vorgeschlagen sind. Aber Bedarf in diesem Angebot existiert doch. So, was für ein Angebot? Wenn die Gründer selbst das nennen, heißen das Living as a Service. Living as a Service oder Living per Subscription. Living per Abonnement. So, oder persönlicher Lebensraum als Service. So, das bedeutet, dass in den Vereinigten Staaten existiert ein Netzwerk von Wohnungen mit hervorragenden Qualität von Design, mit der Tip-Top-Ausrüstung und trendy fashionable Möbel und so weiter und so fort. Sehr herrlich, sehr schön. Und dieses Netzwerk von der Wohnungen wird von den beschäftigten Profis benutzt, die extensiv reisen und die extensiv in den verschiedenen Teilen und Orten von den Vereinigten Staaten und später von der Welt wohnen müssen. So, das Problem mit Hotel und Airbnb ist, dass es ist nicht bequem. So, Sie können nicht 3-6 Monate mit Ihrer Familie im Hotel wohnen. Wahrscheinlich können Sie, aber das ist nicht so super wunderbar, nicht heimlich, so keine Bequemlichkeit. So, andererseits ist es nicht möglich, in Airbnb für lange Zeiten die Wohnung auch vermieten. Dort haben Sie natürlich dieses heimische Gefühl, aber andererseits können Sie nicht mit einem Eigentümer für 6 Monate oder 9 Monate diese Wohnung normalerweise vermieten.
Andererseits, lange Verträge genügen den Zwecken von diesen beschäftigten Profis auch nicht, weil müssen sie echt oft Wohnplatz wechseln, so, und echt oft Umzüge hierzulande machen. So, das bedeutet was? Das bedeutet, dass die Gründer von diesem Startup versuchen, Bedarf zu verstanden, wie gut das geht. So, weiter. Was haben wir? Heutzutage wurden schon 45 Millionen Dollar eingebracht, also letzte Runde von 30 Millionen, so 20 Millionen plus 10 Millionen hatten sie in Februar bekommen. Also führende Wagniskapital-Firma, dabei war Greycroft. Es ist echt interessant, die Beziehungen zwischen Greycroft und Gründer von diesem Unternehmen zu studieren und zu beobachten. Gründer Bill Smith ist berühmt, weil er schon so genannten Seasoned Entrepreneur, so erfahrene Unternehmer ist. So, er hat schon einen Startup, das heißt Shift, begründet, und dieses Startup Shift hat Wagniskapital Geld von derselben Firma, Greycroft, und sogar mit der Unterstützung von demselben Partner bekommen, und das war ein großes Erfolg, weil im Jahre 2017 Shift wurde zu amerikanischen Supermarktnetzwerk Target verkauft. So, das war ca. 0,5 Milliarden Dollar, so ein echtes Erfolg. So, die Investoren, besonders alte Investoren in diesem Schiffs-Startup, haben vielfach Profitabilität auf diesem Geschäft gemacht. So, und wie es normalerweise passiert, Greycroft war nicht allein, also das war ein führendes Investor, aber dazu hatten sie ein paar anderen Leute in diesem Investitionenbündel, also, und Abstract Ventures, SWS Venture Capital, und sie haben auch an dieser Runde teilgenommen. Es ist interessant, dass dieses dieses Gründer und Unternehmen stammt nicht aus den Metropolen-Area, sondern von Alabama. So, Leute, ich persönlich war in Alabama, in Birmingham. So, ich muss sagen, dass Alabama oder Birmingham, das ist kein Berlin. Und das ist sogar kein Stuttgart. Hallo Schwabenland. So, es ist, du musst ein echtes Patriot von deiner kleinen Heimat sein, um Alabama zu bleiben. Es ist echt ruhiger Platz, und um von dort weltweite Konzerne zu entwickeln, muss man eine große Leidenschaft für die Umgebung haben. So, auf jeden Fall, sie haben Niederlassungen in natürlich Silicon Valley, so normalerweise sagen Wagniskapital-Leute, so wir investieren nicht in den Firmen, die wir innerhalb von 30 Minuten oder innerhalb von 60 Minuten mit unserem Auto nicht erreichen können, aber auf jeden Fall alles hat mit Landing erfolgreich geklappt. Sie haben diese Runde bekommen, und die Geschichte von diesem Startup ist auch interessant, weil wenn ein Gründer, Bill Smith, sein erstes Startup entwickelte und versuchte eine Skalierung von seinem Geschäft, ich meine Shift, in den Vereinigten Staaten zu machen, musste er natürlich von einer Stadt nach einer anderen Stadt in den Vereinigten Staaten reisen und irgendwie Wohnlogistik, Wohnort zu organisieren, und das hat ihm echt weh getun, und
er hatte viele Komplizitäten, um leere Wohnungen mit Möbel, mit Ausrüstung zu erfüllen. Er musste jonglieren mit verschiedenen Dienstleistungen, Lieferanten und diese mühsame Koordination in der Zeit und im Raum zu orchestrieren. Und das war schmerzlich und das machte keine Lust. So, am Ende des Tages, nachdem er dieses Exit mit Shift gemacht hatte, hat er eine neue Firma gegründet. So, die Frage ist, wie viele Leute wie er, Bill Smith, überhaupt existieren, die diesen Bedarf vorschlagen können. Weil es ist eine große Frage. So, eigentlich die ganze Idee von diesem Startup ist zu testen, ob Bedarf existiert oder nicht. Wenn ich sage Bedarf, das bedeutet die Nummer von Leuten, die sowas brauchen und ob sie vorbereitet sind, diese echt teure Preise für die Miete zu zahlen. So, zum Beispiel Studiowohnung oder Einbettwohnung in den großen Städten, die sie vorschlagen, kostet ca. $4.000. $4.000, so ca. 3.700 Euro. Das ist teuer. Ich weiß nicht, wenn Sie vor kurzem eine Runde von 30 Millionen bekommen hatten und gebrauchen dieses Geld, um ein Scaling durch das Land zu machen, dann ist es keine Frage für Sie. Aber die Frage ist, wie viele dieser Leute existieren. So, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall, diesen Unique Value Proposition, so Wertvorschlag zu den Mandanten, zu den Kunden, ist diese Flexibilität und Flexibilität mit den Bedingungen, Flexibilität, um eine Miete zu beginnen und Flexibilität, um eine Miete zu beenden. Also Flexibilität bedeutet nicht so teuer, ohne Strafen und mit echt kürzeren Erwähnungszeiten. Was noch? Gibt es ein Abo von $200. Dieses Abo, ich habe das dreimal gelesen, ich habe das doch nicht verstanden. Wozu muss man das zahlen? Zum Beispiel, wenn ich erstes Mal das brauche, kann ich die Wohnung mieten. Wozu brauche ich dieses Abo zu zahlen? Also, ich denke, dass es etwas mit der Psychologie zu tun hat. So, sie versuchen diesen Vorschlag von Exklusivität vorzuschlagen und psychologisch die Leute mit seinem Geschäft, mit seinem Netzwerk zu verbinden. So, als schon gesagt, lease instantly, so mieten die Wohnung fast, mieten die Wohnung schnell, alles ist schon vorbereitet, die Ausrüstung, Möbel, alles. So, die Firma hat sogar einen Concierge-Service, 24/7 Concierge-Service, um eine Unterstützung vorzuschlagen. Das ist ziemlich bequem, und das macht Sinn, so zu machen. Natürlich sind im Fokus zuerst die großen amerikanischen Metropolen, Chicago, Boston, Austin, Dallas, LA, Miami. Diese neue Runde wird gebraucht, um andere Bezirke, andere Teile von den Vereinigten Staaten zu expandieren. Wahrscheinlich Testen machen in ein paar internationalen Metropolen dieselbe Sache zu versuchen. Die Firma kauft die Wohnungen natürlich nicht und baut natürlich nicht. So, sie machen langfristige Mietverträge mit Eigentümer von der Wohnungen und dann vermieten sie im nächsten Schritt diese Wohnungen zu Mitgliedern vom Club
so gesagt im Einzelhandel, so für kurze Fristen. Natürlich viel teurer, als sie selbst das langfristig mieten. Es ist interessant, die Stellenangebote zu gucken. Dort kann man interessante Sachen sehen. Nämlich kann man verstehen, wo liegt heutzutage Fokus des Unternehmens. Supply Chain Manager, Director of Inside Sales, Regional Install Manager, Senior Software Engineer, Interior Designer, Senior Software Engineer. Also viele wurden in San Francisco rekrutiert. Stattdessen das Hauptbüro in Alabama sich befindet. Supply Chain Management zum Beispiel. Was könnte das sein? So, your responsibilities. Manage inventories and communication with our local and nationwide warehouses. Lead our procurement process. Okay, cool. Director of Inside Sales. Inside Sales. Was könnte Inside bedeuten in diesem Kontext? Focus on refining the existing process while driving relentless follow-up. Coach and mentor team members on Inside Sales best practices. Okay. So, was weiter haben wir hier? Werbung. Die Werbung geht ziemlich aggressiv. Ich habe hier ein paar Werbung gesehen. Viel Geld von der letzten Runde wird natürlich in der Werbung investiert. Auch Stellenangebote wurden in großem Maße ausgefüllt. So, die Leute werden in vielen Massen rekrutiert. So, wir wissen nicht, wie es weiter dauern wird. Aber heutzutage sieht es gut aus. So, das ist Team. Das ist das Team von diesem Unternehmen. Oh, Mr. Smith. Sie haben echt gutes Geschmack. Ja. In jedem Fall. Homeowner Rate in the United States. Diese Startup hat Konkurrenten. Kleine Konkurrenz geht von dieselben Firmen, die mehr oder weniger dieselbe Sachen machen. Es gibt eine Startup, die dieselbe Sache weltweit macht in den größten Metropolen von der Welt. So, diese Leute haben 70 Millionen Euro eingebracht und sie haben mehr Premium Vorangehensweise, mehr Premium Angebot und hier gibt es auch Sinn, aber einerseits gibt es weniger Leute pro 1 Million Einwohner für den nächstes Modell, für teures Modell. Andererseits, die Welt ist viel größer als Vereinigte Staaten. So, mag Sinn. Auch versucht diese Startup psychologische Trends gebrauchend für die neue Generation, Millennials. Also Millennials versuchen weniger haben und mehr mieten. So, Millennials sind nicht vorbereitet, lange Zeit zu warten und sie brauchen alles hier und jetzt. Und dazu sind Millennials vorbereitet, eine große Rate von ihrem Gehalt zu zahlen. So, das ist genau, was im Fokus von der Monetisation-Modell beim Lending steht. Weiter. Paid Search, gekaufter Traffic, ist heutzutage die Hauptquelle von den Leuten, von den Mandanten. Das ist absolut logisch an dieser junge Phase vom Unternehmen. Sie haben schon ein wenig Organic Search, direkt muss von den Offline gehen,
vermute ich. Das sind Referrals, Google Search natürlich. So, und das ist interessant, welche Keywords gebrauchen Sie, um Traffic zu ziehen. So. Hello Landing, Landing Birmingham. Ah nein, das ist nicht Paid Search. Das ist ein organisches Search. Und Product Ads. Oh, Rede, nicht? Was halten Sie für den Wettbewerb? Okay. Webseite Performance. Was haben wir hier? So, meistens bekommen Sie Traffic von Desktop und Sie haben ziemlich gesunde Statistik, ziemlich gesunde Unterhaltung von den Webseitenbesuchern. Natürlich steht Vereinigten Staaten im Fokus von Bemühungen. Organic Paid, ja, Paid dominiert, absolute Dominierung. Traffic and Engagement. Verstanden. Marketing Channels, schon geguckt. So, jetzt etwas Süßes. So, wie sehen eigentlich diese Wohnungen aus? So sehen diese Wohnungen aus. Hell, bequem, tiptop, moderne Ausrüstung, trendy Design, alles tiptop. Aber teuer. $4.000 pro Monat. 4. So, das bedeutet ca. 50.000 Euro pro Jahr für die Miete. 50.000 Dollar, Entschuldigung, 50.000 Dollar pro Jahr für die Miete. Sie können das schaffen, wenn Sie vor kurzem eine Runde bekommen hatten. So. Okay, was noch? Gibt es auch eine interessante Sache. Diese Firma hat keine Patente. Ich habe die weltweite Patentenbank nachgeschlagen und irgendwie habe ich 0 Patenten von dieser Firma gefunden. Das ist erstaunlich. So, weil diese Firma positioniert sich als nicht Brick and Mortar, nicht als Offline-Startup, sondern als eine Technologie, als zukünftige Technologieriese. Und irgendwie haben sie keine Patente. Normalerweise, okay, das ist logisch, weil die Hauptidee, das Modell ist nicht so super kompliziert. Aber wenn Sie Multiplikatoren von Silicon Valley gebrauchen möchten, müssen Sie irgendwie dieses Recht zu unterstützen. Und hier haben Sie keine Patentunterstützung. So, hier existiert Gefahr, dieselbe Gefahr, die bei VWOC hatten. Zum Beispiel VWOC war ein gesundes Modell, wenn wir über operative Tätigkeit sprechen, aber wenn wir über Investitionskontext, Finanzierungskontext sprechen, waren die Bewertungen Unsinn für die Offline-Firma. So, wie hoch war Offline-Firma? Und hier kann ich Ähnlichkeiten sehen mit dieser Geschichte. Ich habe ein Gefühl, dass die Hauptidee von diesem Geschäft ist nicht 1.000 oder 10.000